Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Wohnmobil Privat mit Vermietung. Mein Name ist David und im heutigen Quick-Tip-Video geht es mal um das Thema Gasflaschen, um das Thema Füllung. Wie viel ist denn da noch drin? Wie weit komme ich noch? Wann habe ich denn ein Problem und muss mich um eine neue Flasche kümmern? Ob das jetzt Campen ist oder das Zelten oder mit dem Wohnmobil unterwegs oder aber vielleicht am Grill. Es ist immer interessant und wichtig zu wissen, wie weit bin ich mit der Füllung, wie viel ist da noch drin. Deswegen schauen wir uns heute mal eine ganz leichte Lösung an, wie ihr das immer feststellen könnt. Bleibt dran, bis gleich, wir schauen uns das näher an. Schön, dass du dabei bist. Bevor wir jetzt loslegen und zum Thema Gewicht uns das mal anschauen, möchte ich noch mal ganz kurz auf die Gefahren hinweisen durch das Gas. Ich mache da auch noch mal ein extra Video. Grundsätzlich solltet ihr immer darauf achten, dass die transportiert werden mit dem Schutz. Das ist ein Schutz gegen Abreißen oder Anstoßen, dass es undicht wird, das Ventil. Außerdem gibt es da verschiedene Sachen mit doppelter Druckregler. Es gibt irgendwelche Sensoren, die feststellen können, wenn Gas austritt durch zum Beispiel einen Knick in der Leitung oder einen Bruch in der Leitung. Außerdem solltet ihr immer darauf achten, dass ihr das Gas nicht zwingend oder wenn möglich gar nicht im Haus oder was lagert. Das Gas geht nach unten, das zieht nach unten, wenn es eine Undichtigkeit geben sollte, sammelt sich im tiefsten Bereich und da kann man ganz einfach ersticken. Ne? Man kriegt das nicht unbedingt zwingend mit und das verdrängt den Sauerstoff und da kann man ersticken. Auch draußen drauf zu achten, wenn ihr zum Beispiel einen Sauterraum-Bereich habt oder so und ihr stellt die Flasche dorthin, da kann sie es natürlich auch sammeln und kann dann rein theoretisch zur Haustür, zur Wohnungstür, Hintereingang oder so reinziehen und da kann es genauso Probleme verursachen. Also das kurz bedenken, es ist nun mal einfach Gas und es ist giftig und da muss man ein bisschen drauf achten. Ja, außerdem solltet ihr darauf achten, wenn ihr die Flaschen anschließt, egal wo, ob das jetzt Grill ist oder Wohnmobil oder was. Es ist natürlich, das Gewinde geht in die verkehrte Richtung, ja? Es ist andersrum, wie ihr es kennt. Das ist ein bisschen zu beachten, klar, das stellt man dann aber relativ schnell fest. Und so ein kleiner Tipp ist noch, so ein bisschen saugen, Seifklaue dran machen an die Verbindung, wenn ihr angeschlossen habt und aufdreht. Dann würdet ihr sehen, wenn es undicht wäre, würden dort kleine Bläschen entstehen. So könnt ihr schon mal in dem Moment ausschließen, dass die Verbindung undicht ist und dann habt ihr schon mal ein bisschen mehr Sicherheit. Dann kommen wir jetzt mal zum Thema Wiegen bzw. rausbekommen, wie viel Gas ich drin habe. Und dafür benutze ich dieses Teil. Ich verlinke euch das unten in der Beschreibung, da könnt ihr es euch direkt mal näher anschauen. Ganz einfach in der Handhabung, durch das Gewicht bekommt ihr natürlich raus, wie viel Gas drin ist. Auf den Flaschen an sich steht drauf, wie viel die wiegen, wenn die leer wären. Nämlich hier 5,6 Kilo, so eine kleine, und so eine große, die wiegt 11,8, wenn sie leer ist. Außerdem steht auch drauf, wie viel das Gas wiegt, was drin ist. Nämlich 5 Kilo bei der kleinen und hier passen 11 Kilo rein. Jetzt wiegen wir das mal nach, um mal zu sehen, wie das so funktioniert und wie viel denn auch drin ist. Wenn man dabei wartet, wiegt das auch, dann hält das schön das Gewicht. So, ihr seht jetzt hier 6,7 Kilo, 5,6 wären leer. Wir haben also hier ein bisschen über 1 Kilo Restgas drin in der Flasche. Das heißt, die ist schon relativ weit leer. Kann man also schon mal dementsprechend im Auge behalten oder reagieren, wenn man vermeiden möchte, dass man leer dasteht. Dann schauen wir uns jetzt mal die große an. Ich muss mal gucken, ob ich sie so hinbekomme. Oh, ist locker. Die ist nämlich ein bisschen schwerer. Man kann das auch so ablesen, das sind jetzt 16,3. Ich zittere jetzt ein bisschen zu doll, das dauert zu lange. Also wir haben hier 16,3. Sagt uns natürlich, dass wir hier ein bisschen über, ich sag mal, ja, 4,5 Kilo, ne? 11,8 wäre leer, 4,5 Kilo circa haben wir jetzt hier drin, Restgas. Das ist weniger wie die Hälfte und ist also noch alles okay, aber grundsätzlich können wir schon mal wissen, was los ist. Circa die Hälfte ist noch drin. Ja? Wichtig sind solche Informationen ganz einfach natürlich, wenn ihr campt oder zeltet oder was, seid mit Wohnmobil unterwegs. Die meisten haben ja 2 Flaschen dabei. Da ist es jetzt gar nicht das ultimative Thema. Natürlich möchte man einfach grundsätzlich, auch wenn man eine zweite dabei hat, immer mal wissen, was macht denn die eine leere, wie weit ist die denn? Denn es gibt ja Situationen, wo es zum Beispiel wo man frei steht oder was, ne? Und vielleicht auch es Nacht ist und es ist kalt und man hat die Heizung an und man möchte nicht nachts um 3 oder so feststellen, die Heizung ist ausgegangen, weil die Flasche leer ist. Oder der Kühlschrank läuft über Gas und Strom im Freistehen ist dann eben nicht, dann läuft er über Gas und am nächsten Morgen stellt man fest, irgendwann nachts ist die Heizung bzw. der Kühlschrank ausgegangen. Und meine Lebensmittel sind nicht mehr so toll. Das kann natürlich passieren, wenn die Gasflasche dann leer geht. Die geht irgendwann leer, das passiert dann. Deswegen ist es immer ganz interessant, selbst wenn man eine zweite dabei hat, das im Auge zu behalten und da einfach
sicher zu gehen. Wenn man sieht, man ist nur noch 1 Kilo drin oder ein halbes, dann sagt man sich vielleicht, komm jetzt, ich stecke schon mal auf die neue um, ich spare mir das Theater und das Risiko, dass es irgendwann dann eben nicht mehr funktioniert und dann besorge ich schon mal eine neue oder was. Oder man kann auch ein bisschen planen, wenn man jetzt weiß, man ist ein paar Tage vielleicht am Freistehen, hat Solaranlage, alles schön, dann braucht man aber auf jeden Fall das Gas und wenn man sich dann irgendwo eingerichtet hat und es schön ist und man muss dann irgendwie los oder was, weil man eine Gasflasche besorgen möchte oder was, dann kann man das lieber vorher schon machen, wenn man das weiß. Außerdem zum Thema Vermieten ist natürlich so, ich empfehle immer jedem, ich vermiete ja auch privat mein Wohnmobil, ich mache mal auch einen Link dazu rein, Video dazu rein, da ist es immer ganz stark zu empfehlen, meiner Meinung nach, klar habt ihr eine zweite Flasche dabei und der Mieter könnte umstecken, aber ich empfehle immer, übernehmt das für den Mieter, schaut, beobachtet die Flasche und wenn die schon relativ leer ist, dann steckt lieber vorher um, informiert ihn, dass ihr euch umgesteckt habt, weil wenn der das selber machen muss, ist wieder eine potenzielle Gefahrenquelle. Ne? Ja, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein bisschen weiterhelfen, einen Tipp geben, vielleicht in Zukunft irgendwelche Sachen erleichtern, auch in Sachen Gas. Ich freue mich natürlich, wenn ihr zukünftig dabei seid bei den weiteren Videos, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich freue mich auch, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, immer eine schöne Bestätigung. Ansonsten schaut euch gerne die weiteren Videos an, da geht es viel um Tipps und Tricks, allerdings auch um das Thema Vermietung vom privaten Wohnmobil. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid, habt schöne Reisen, habt eine gute Zeit, bis bald, ciao, ciao.